Ja, mit den vorangegangenen und diesen Eindrücken heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir befinden uns heute in Hessen. Und zwar sind wir hier bei Diemelstadt und das Ganze nennt sich Hawk-Stellung Diemelstadt. Und zwar war hier die Delta-Batterie des Flugabwehrbataillons 62A der belgischen Armee stationiert. Grob in einen Zeitrahmen lässt sich das zwischen 1967 bis 1991 einfassen. Mehr Informationen habe ich da leider nicht drüber gefunden. Wenn da einer noch irgendwas weiß von euch, schreibt es mir in die Kommentare rein. Immer spannend. Wir befinden uns hier am Eingangsbereich der dieser ganzen Stellung. Und zwar haben wir hier zunächst einmal, so wie ich meine, Relikte des ehemaligen Tores. Hier konnte man sicherlich irgendwann mal was arretieren. Allerdings kann man sonst leider hier nichts erkennen, außer eben diese Betonstruktur mit diesen zwei Metallhülsen da drin. Da geht es weiter aufs Gelände drauf. Und ach ja, ich bin auch da, nicht nur im Hintergrund. Habe mich heute in belgische Kleidung dann entsprechend des Themas hier geschmissen. Wir gehen jetzt da vorne aufs Gelände und da schalte ich euch gleich wieder dazu. So, ja, auf dem Gelände, das kann ich euch schon vorab sagen, befinden sich keine Gebäude mehr. Die sind also alle zurückgebaut worden. Was hier aber noch steht, beziehungsweise was hier noch liegt, ist eben der originale Belag, der originale Asphaltbelag, und man kann auch die ganzen Stellungen erkennen und da können wir auch gleich mal eben hingehen. Dahinter uns liegt das Tor und hier habe ich mal eben mein Kfz geparkt. Hier haben wir eine große Fläche und hier muss ich von ausgehen, dass wir hier den Raketenlagerplatz für die Bravo-Sektion hatten, die sich hier unterhalb befindet. Da gehen wir doch mal eben kurz nachschauen und schauen uns mal eben kurz die einzelnen Feuerstellungen an, wie sich das darstellt. Spannende Geschichte. Hier war ich nämlich auch noch gar nicht. Ich habe das vorhin einmal kurz vorerkundet. Da war es noch stockduster und dann habe ich den Bereich hier einfach noch nicht einsehen können. Wusste noch nicht, worauf lasse ich mich hier ein. Aber das sieht ganz gut aus. Hier also die Anfahrwege. Ja, diese Fläche hier wird genutzt für Veranstaltungen. Hier findet ein sogenanntes Drachenfest statt. Das ist wohl irgendwie so eine Live-Rollenspielgeschichte. Da sind Tausende von Leuten. Ich habe es gerade mal eben kurz durchgelesen. Und das ist jetzt nichts, was mich persönlich irgendwie interessieren würde. Aber ich denke, dass die dann eine ganz nette Gemeinschaft haben, diese Leute, die sowas machen. Das ist ja auch mal ein bisschen was Spezielleres, ein bisschen außergewöhnlicheres Hobby. Nicht so von der Stange. Ja, hier haben wir die Abschussplattform oder den Launcher-Stellung Nummer 3. Die Sachen sind ja immer von Nord nach Süd, sind die immer durchgezählt. Das heißt also, im nördlichen Bereich, die 3 Launcher, die da stehen, das war dann immer die Alpha-Sektion. Hier sind wir eben in der Bravo-Sektion an der südlichsten Werferstellung. Und ja, das ist dann halt hier noch davon zu erkennen. Die Welle hat man ja auch komplett zurückgebaut, da ist auch nichts mehr von zu sehen. Aber die Plattform an sich ist noch da und man sieht hier auch schön noch diese Kabeldurchführungen. Da lief da bestimmt mal Kabel durch. Die haben wir auf dem Gelände verteilt sowieso noch recht gut erkennbar. Die sind wohl verfüllt worden mit Betonmal, aber dennoch interessante Sache. Hier vorne haben wir das gleiche. Hier ist auch so ein Kabelkanal. Geht dann hier bis an den Rand. Und das hier, das kann ich euch jetzt gar nicht erklären, wofür das letzten Endes war. Das scheint, ja, das ist Metall, eine metallene Struktur. Mehr oder weniger eine Schiene, wobei die halt jetzt plan mit dem Beton ist. Vielleicht ist das auch irgendwie nur eine Armierung. Wer das weiß, die technischen Feinheiten von solchen Stellungen, die sind mir also einfach auch nicht bekannt. Und so viele Hawk-Stellungen hatte ich bisher auch noch gar nicht. Deswegen bin ich umso froher, dass wir hier mal wieder was vor die Linse bekommen. Ja, guckt euch das Wetter an. Die Wetterlage ist leider unbeständig. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht noch richtig in den Regen kommen. Hier haben wir auf jeden Fall
schon mal eine dieser großen Kabelkanäle. Das war natürlich mal offen. Aller Wahrscheinlichkeit nach war das auch sogar mit so einer Metallklappe noch mal zu verschließen. Das habe ich auch schon gesehen, solche Konstruktionen. Und ja, wir haben es halt verfüllt. Was haben wir denn hier noch liegen? Ach, das ist natürlich auch witzig. Das mutete schon fast an, als wenn da noch irgendein Kabel liegt, ne? Aber es ist nur ein Baum. Ja, von hier aus wurden dann entsprechend die Kabel nach links wie nach rechts vermutlich in die Stellung verteilt. Aber eigentlich müsste jede Stellung so eine eigene Kabelzuführung haben. Gucken wir mal eben hier bei der Stellung Nummer 2 nach, wie sich das da gestaltet. Ja, da vorne seht ihr auch schon den Kabelkanal, der läuft daher. Ja, hier ist das baulich eben die gleiche Geschichte. Ist ein bisschen gepflegter hier, also man sieht ein bisschen mehr noch von der Struktur. Hier sind also auch überall noch so Sockel. Also da wird mal dann auch irgendwas gestanden haben oder man hat was befestigen können. Genauso wie hier. Und dann haben wir hier noch auch noch irgendwie, ja, vielleicht eine Durchführung gehabt, obwohl das ist mehr so Bahnschwelle, die da irgendwie liegt. Aber auf jeden Fall spannend. Und hier sind überall noch so weitere kleine Sockel auf der Stellung angebracht. Hatte ich gerade bei der anderen Stellung nicht gesehen. Entweder war ich da unaufmerksam oder das war einfach irgendwie mit Dreck überlagert. Gut, dass wir das jetzt hier gesehen haben. So, hier ist wieder der Kabelkanal, den wir ja gerade auch schon hatten. Und dann gehen wir hier mal weiter hoch. Und zwar dann zu der Stellung Nummer 1, die dann hier vorne rechts rausgeht. Schauen da auch noch mal eben ganz kurz drüber, bevor wir dann wieder in den Bereich da nach links bzw. in den westlichen Bereich gehen. So, die Kabeldurchführung haben wir hier. Hier sind also scheinbar auch irgendwie, ich würde sagen, Kühe oder sowas, aber jetzt gerade wohl nicht, weil gesehen habe ich noch kein einziges dieser Tiere. So, hier die gleiche Geschichte. Da gucken wir mal eben hier vorne nach. Ja, hier ist das auch. Hier ist auch so ein Balken drin. Ja, alles the same procedure. Gut, ich gehe jetzt wieder da nach oben und dann schalte ich euch wieder dazu. Jo, jetzt sind wir wieder hier oben angekommen. Geradeaus nochmal der Blick auf den Launcher 1. Da in Verlängerung der Tanne haben wir die 2. Ja, und die 3 befindet sich da hinter dem Hügel. Hier ist diese Hauptzufahrtsstraße. Wir haben hier natürlich auch schon Dinge, ich sage mal noch weitere Strukturen. Wir gehen auch mal eben einmal ein Stückchen zurück. Wir sind ja aus der Richtung gekommen und da vorne befand sich ja der Raketenlagerplatz für die Bravo-Sektion. Und hier haben wir dann auch noch mal was. Also sprich, hier hat mal was gestanden, links wie auch rechts. Das ist hier alles ein bisschen, ja, schwierig zuzuordnen, sag ich mal. Die Radargeräte, die hier standen, die befanden sich da oben auf diesem Radarhügel. Das gucken wir uns gleich auch noch mal an. Bei der Durchfahrt habt ihr das ja schon gesehen. Aber die Kabel kamen halt von hier runter und dann seht ihr hier schon die Kabeldurchführung. Ne? Und dann ging es entsprechend in die Stellungen rein. Das gucken wir uns gleich noch mal an, natürlich. Beziehungsweise wenn wir da oben sind, gehen wir da auch noch mal ein bisschen drauf ein. Ja, wir haben ja hier in so einer Hawk-Stellung gab es ja nicht nur Raketenlagerplätze, da gab es ja hier auch noch irgendwelche Generatoren, sag ich mal, für den Gefechtsstand. Der Gefechtsstand hier bei den Belgiern kann auch sein, dass der mobil war, dass sie den auf LKWs hatten, dass die hier keinen Gefechtsstand betrieben haben. Das sind aber alles so Dinge, die kann ich jetzt auch so nicht sagen. Die Luftaufnahmen, die man dazu sieht, es gibt eine alte Luftaufnahme, da ist leider auch dann nicht alles drauf zu erkennen, weil Teile des Geländes halt hier in diesem Bereich dann verschwinden. Die Luftaufnahme ist von da hinten irgendwo aus der Luft gemacht worden. Raketenmontage, Schuppen und so weiter, das stand hier sicherlich alles mal, aber wo genau das war, wie gesagt, vermag ich jetzt so nicht zu sagen. Dazu bin ich eben nicht
zu sehr in diesem Hawk-Thema drin. Was ich aber zu sagen vermag, ist, dass hier auf jeden Fall mal ein Gebäude gestanden hat. Das hier ist klar erkennbar ein Fundament. Aber welches Gebäude das jetzt hier war, wie gesagt, ich weiß es nicht. Seht es mir nach. Hier hatten wir auf jeden Fall mal ein Gebäude. Dann gehen wir hier mal weiter. Hier vorne seht ihr schon geradeaus in der Verlängerung, da wo der Dexter hinläuft, da haben wir den Launcher Nummer 3 der Alpha-Sektion. Wir gehen diese Teile jetzt nicht nochmal ab. Wir haben die gerade rechts besucht. Das ist hier letzten Endes das Gleiche. Das gucken wir uns jetzt nicht nochmal an. Das heißt, wir können unser Augenmerk hier weiter auf diese Struktur, auf diese Fläche legen. Ihr seht da hinten auch schon, da geht es richtig schön hoch. Wir sind hier auch auf dem Quast, so heißt der Berg oder die Erhöhung. Das ist schon cool hier. Also man hat, ja, ich sag mal so, wenn es nicht so neblig wäre, hätte man natürlich eine richtig tolle Aussicht. Aber auch das, was ich jetzt hier so sehe, ist schon ganz nett. Ne? Da kann man nicht meckern. Schönes Fleckchen Erde hier. Ja, und genau geradeaus vor euch, da seht ihr die Launcher 2 stehen von der Alpha-Sektion. Da gehen wir noch mal eben weiter. Ja, das können wir uns mal einmal angucken, weil das haben wir noch nicht gesehen. Hier sind noch mal wieder die Kabeldurchführungen, unschwer zu erkennen. Und dann haben wir hier vorne auch noch mal so ein Fundament. Also hier wird auch irgendein Gebäude gestanden haben. Generatorengebäude vielleicht auch. Oder dieses Gebäude zur Überwachung der Stellungen. Das heißt, wenn die feuerbereit waren, haben die das ja erst noch wieder gemeldet. Ich habe jetzt den Namen des Gebäudes gerade nicht auf dem Schirm, wie das hieß. Muss ich noch mal gucken, schreibe ich auf jeden Fall dann in die gelben Untertitel rein. Hier ist Stellung Nummer 1, ja, Nummer 2 da vorne, Nummer 3 da hinten. Ja, und so hat sich das dann hier dargestellt. Hier war auf jeden Fall auch irgendetwas untergebracht. Was haben wir hier auf dem Boden noch? Hier ist auch noch mal sowas erkennbar. Hier sind auch irgendwie so Fundamente, so Sockel. Hier ist noch mit Metall, irgendwelche Stehbolzen, die da wahrscheinlich mal waren. Ja, und so sieht das Ding hier aus. Gehen wir noch mal eben hier runter. Die Sache ist, dass ich jetzt den Raketenlagerplatz 2, also von der Alpha-Sektion, ob das jetzt der geradeaus in Verlängerung ist, das könnte wohl sein, dass wir da den Raketenlagerplatz haben. Da gehe ich schon bald von aus, dass das so ist. Hier steht noch irgendein Teil. Ob das da in irgendeiner Weise noch was mit zu tun hatte, kann ich euch natürlich auch nicht sagen. Das sind halt wirklich so Kleinststrukturen. Kann auch mal in der Theorie mal ein Zigarettenautomat dran gehangen haben, aber wohl eben nicht zu dem Zeitpunkt, wo hier die Hawk-Rakete stationiert war. Ja, also ja, ich würde schon sagen, dass das hier Raketenlagerplatz der Alpha-Sektion war. Hier war man dann natürlich auch schnell dran an den Stellungen. Von der Größe her passt das für mich auch. Und ich sehe hier auch so gesehen kein Fundament. Also hier wird nichts gestanden haben im Sinne von, dass da ein Gebäude war, sondern wie gesagt Raketenlagerplatz. Nehme ich stark an. Ja, wir gehen jetzt hier wieder hoch. Wenn ich da oben bin in dieser Kurve oder vielleicht auch kurz davor, schalte ich euch nochmal wieder dazu. So, da sind wir gerade runtergelaufen. Das habe ich euch da unten gefilmt. Jetzt gehen wir hier nochmal ein Stückchen hoch. Hier haben wir nochmal wieder eine Kabeldurchführung und hier ist auch nochmal eine große Freifläche. Hier hat auch mal Gebäude gestanden, vielleicht das Bereitschaftsgebäude auch. Da muss ich, ich gucke mal, dass ich euch dieses Luftbild da einblenden kann. Das wäre mir schon irgendwie ein Anliegen, dass ich das da mal eben zeigen kann, wie das hier aussah. Ja, wir gucken noch mal ganz kurz eben auf diese Stromkästen hier, ob wir da noch irgendwas dann erkennen können, wo man sagt, oh, das ist irgendwie interessant.
Oder ob man da noch eine zeitliche Einordnung irgendwie machen kann. Ja, so auf den ersten Blick fällt mir da jetzt nichts großartig dran auf. Ne, hier ist auch nichts. Das ist EBG Lünen, da kommt das wohl her. Die haben das mal produziert. Ja, hier liegen noch Klamotten rum. Ich nehme an, dass diese Fläche hier, aller Wahrscheinlichkeit nach, haben die entsiegelt. Das muss ich jetzt mal stark annehmen. Warum? Ja, fragt mich nicht. Hier links der Radarhügel. So, dann gehen wir jetzt mal hier von dieser Fläche aus weiter da die Straße hoch. Was hier recht bemerkenswert ist, wir haben da unten die Alpha Section vor uns liegen und hier sind wir so genau in dem Bereich, wo man eben rechts auf den Radarhügel kommt, hier in den mittleren Bereich, und hier haben wir auch noch wieder eine Kabeldurchführung. Diese Kabeldurchführung führt allerdings nicht da unten hin in die Alpha Section, sondern die muss eine andere Bewandtnis gehabt haben. Da vorne in diese Richtung runter. Was da allerdings mal stand oder wo es dann angeschlossen wurde, kann ich euch leider auch nicht sagen. Es gibt hier auf jeden Fall ein ganz schönes, eine Luftaufnahme, die ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Und ich denke, die werde ich euch auch einblenden, weil wenn wir die nicht mit reinnehmen, wird es wahrscheinlich ein bisschen blöd. Man kann da schon noch einiges drauf erkennen. Zum Beispiel meine ich auf der Luftaufnahme auch erkannt zu haben, dass irgendwo hier in dem Bereich, vermutlich da vorne, dass hier so eine Nahverteidigungsmaschinenkanone gestanden hat. Da frage ich auch noch mal nach. Das gibt ja so, es gibt da ein Modell, was immer überall war. Ne? So, der Manfred weiß das. Ich habe mir das nicht merken können. Irgendeine Beaufort-Kanone, glaube ich, war das. Das sieht man da auf dem Bild, aber ist ganz interessant. Und dann gehen wir hier noch mal weiter hoch auf diesen Radarhügel. Der ist baulich auch so ein bisschen verändert worden, wenn ich das so vergleiche mit dem ursprünglichen Foto. So meine ich, sind hier bei den Auffahrten dahinter keine Abfahrten. Ich meine, da wäre Schluss gewesen, hätte man wieder rückwärts rausfahren müssen. Was wahrscheinlich auch relativ egal ist, da man hier mit dem LKW sowieso nicht gut drehen kann. Ne? Hier haben wir schon mal den ersten Stellplatz. Ob wir da durch die Luftaufnahme etwas schlauer werden, welches System oder was hier gestanden hat, müssen wir dann noch mal gucken. Im Nachgang, wenn ich da so ein bisschen was aus dem Off mache, vielleicht blende ich auch immer nur die Bilder ein und schreibe das drunter. Gucken wir mal einfach. Ja, hier haben wir also diesen ersten oder so gesehen den zweiten Abstellhügel. Hier stand halt diese Hyper-Radare. Da gab es ja zwei Stück von, einmal für die Bravo, einmal für die Alpha Section und was man eben sonst noch zum Betreiben einer solchen Stellung benötigte. Da hinten haben wir noch mal so eine Plattform. Da geht es noch mal ein Stückchen nach oben. Das gucken wir uns auch noch mal eben kurz an. So, ja, also wie gesagt, das Gelände hier ist auf jeden Fall frei begehbar. Ihr seht das, hier sind auch so Einrichtungen quasi für Wanderer und so weiter. Und diese Plattform hier, die ist auch offiziell so eine Aussichtsplattform. Schauen wir mal eben. Hier oben wäre gut möglich, dass hier die IFF-Antenne stand, die Identification Friend or Foe. Würde ich jetzt hier so einordnen. Man sieht allerdings nichts mehr, dass hier mal irgendwie Beton war oder so. Das ist wohl alles auch zurückgebaut worden, denke ich. Ja. Das Einzige, was man hier hat, ist dieses bisschen Beton, aber das kann natürlich auch einfach sein, dass das eben für diesen Stehtischstand da gegossen wurde, für den Fuß. Ja, so sieht das hier aus. Und wenn man jetzt ein bisschen besseres Wetter hätte, dann könnte man auch noch weiter schauen. Oh, da hinten das mit der Sonne sieht, glaube ich, ganz nett aus. Ich schwenke hier noch mal so leicht drüber her. Wenn ihr Geräusche im Hintergrund hört,
Hier fährt direkt unter uns, liegt die A44. Wir sind also direkt an der Ausfahrt auch von der A44, Ausfahrt Diemelsstadt. Und die schlängelt sich da im Hintergrund so durch diese Hügel durch. Das war also heute Morgen, als ich hier war und als es noch dunkel war, war das schon sehr schön anzuschauen. Die ganzen Lichter, die sich dann da eben auf der Autobahn abgezeichnet haben. Jo, wir gehen hier wieder runter von dem vermeintlichen IFF-Antennenpodest. Ich setze den Weg wieder fort Richtung des Ausganges. Und wenn mir dann noch irgendwas Erhellendes einfallen sollte, schalte ich euch nochmal dazu. Ansonsten machen wir dann hier gleich mal eine Abmoderation. Also bis gleich. Ja, guck mal hier, das klart auch langsam auf. Vielleicht habe ich gleich bei dem anderen Objekt, das seht ihr natürlich in einem anderen Video, habe ich vielleicht noch gleich mehr Glück, dass wir noch ein bisschen schöneres Wetter haben. Wobei, naja, der Herbst und so ein bisschen was Diesiges hat ja auch was. Ne? Ich mache mir nur immer dann Sorgen, dass es vielleicht zu dunkel ist für die Kamera. Nochmal eben hier so ein kleiner Schwenk. Also die ganzen Sachen, die hier markiert sind, die sind alle von dieser Veranstaltung, von diesem Drachenfest. Die haben dann natürlich da markiert, wer da von den Ausstellern und so weiter irgendwelche Fahrzeuge parken darf und wo die geparkt werden dürfen. Kleiner Schwenk. Nochmal eben über die Feuerstellungen. Ja. Und ja, hiermit beende ich dann auch dieses Video. Ich hoffe, ich konnte das mit dem mit dieser Bildeinblendung oder überhaupt Bildeinblendungen, wir können da auch mit Google Earth noch ein bisschen arbeiten, noch mal ein bisschen besser das Ganze darstellen und zeigen, welches Gebäude vielleicht wo stand. Da muss ich mir dann auch noch mal ein bisschen Expertise zu einholen. Ja, und somit sage ich, ja genau, schreibt was in die Kommentare, wenn ihr euch da überhaupt mit dem Thema auskennt oder vielleicht hier aus der Gegend kommt, die Zeit noch miterlebt habt, ne, wo die Belgier hier das Ding betrieben haben. Vielleicht fällt euch da noch irgendwas zu ein. Würde mich freuen über konstruktive Dinge, die da in den Kommentaren zu finden sein werden. Ja, was für ein Ausdruck. Ja, lasst gerne ein Abo da. Könnt mich auch mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Und guckt auch beim Simon mal rein, Zeichen der Vergangenheit. Der hat auch die eine oder andere Rockstellung bereits verfilmt, dann im Norden der Republik. Mehr gibt es nicht zu sagen, bevor ich euch hier totquatsche. Wir sehen uns, wenn es das nächste Mal heißt Joscha und Dexter. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Kakao. Ja, und damit heiße ich euch herzlich willkommen aus dem Off. Ich habe doch hier während meiner Recherche noch Dinge aufgetan, sage ich mal. Und zwar habe ich einfach mal geguckt, wie sah das früher auf dem Quast aus. Es gibt dort über das Geoportal Hessen ebenfalls Möglichkeiten, sich historische Luftaufnahmen anzuschauen. Die sind so, ich glaube, zwischen 51 und 67. Das kannst du jetzt nicht genau wissen, was du da bekommst. Und ich habe gedacht, du guckst einfach mal da rein, um zu schauen, ob du dann irgendetwas sehen kannst, wie das da früher aussah oder ob man vielleicht aus der Bauphase da was erkennen kann. Hätte ja auch sein können, dass das irgendwie ein Foto von 67 ist, dass man schon irgendetwas sehen kann. Dieses Foto ist, ich meine, November oder März 53. Und da habe ich mich schwer gewundert, weil diese Struktur, die ich dort sehe, die muss ich als Depot deklarieren. Ich habe da noch mit jemandem gesprochen, der sich in dem Bereich recht gut auskennt. Der hat mir gesagt, wenn da was zu sehen ist, kann es eigentlich nur belgische Nutzung sein. So, die Informationslage über die belgischen Standorte und so weiter ist sowieso ein bisschen dürftig. Deshalb, ich habe da jetzt nichts weiter zu gefunden. Aber ich finde es trotzdem interessant, das hier mal eben angesprochen zu haben. Ich markiere euch da noch ein paar Gebäude. Diese Gebäude, die seht ihr auch noch auf der Aufnahme von Google Earth, die ich benutzt habe, um die Stellung zu zeigen. Die sind aber heute komplett verschwunden, gibt es nicht mehr. Das waren also die letzten Zeitzeugnisse quasi aus dieser Sache. Ich meine, dass die Google Earth Aufnahme von 2008 war und danach war das halt weg. Also, wer weiß, was das da ist, der schreibt das bitte in die Kommentare. Ich bin da sehr gespannt drauf, zu erfahren, ob wir da noch irgendetwas zu dieser
Historie herausfinden können. So, und jetzt schwenken wir dann über auf die andere historische Luftaufnahme aus Betriebszeiten der Hawk-Rakete. Bevor wir hier auf die Einzelheiten in dem dargestellten Bild eingehen, mal eben noch kurze Dankesworte an Herrn Peter Hoss, der betreibt die Seite militarisierte Landschaft kurhessen.com. Ich blende euch das auch unten ein, beziehungsweise verlinke euch die Seite in der Videobeschreibung. Der Seite durfte ich nämlich dieses Foto entleihen. Zweitens, wieder mal vielen Dank an den Manfred von der Seite relikte.com, denn mit ihm bin ich dieses Foto noch einmal durchgegangen und er hat mir dann nochmal erklärt, was man auf dem Foto sieht. Ja, erstmal muss ich sagen, wenn ich mir das Foto so betrachte und wenn ich die aktuelle Szenerie dort vor Augen habe, sind dort auf jeden Fall nochmal bauliche Maßnahmen durchgeführt worden. Ihr habt vielleicht noch die eine Szene im Kopf, wo ich gesagt habe, dass dort eventuell 3 Kfz gestanden haben, dass wir dort diesen Anfahrschutz haben. Und diesen Bereich, den markiere ich euch jetzt hier auf dem Bild. Und ja, ich sag mal so, das sieht jetzt eigentlich nicht so aus wie das, was wir da vor Ort vorgefunden haben. Deswegen muss ich schon mal sagen, das ist wahrscheinlich irgendwie auch mal einfach baulich verändert worden. Denn wir hätten da jetzt eigentlich gesagt, dass wir da den Bedienungsleitstand haben. Würde sich auf dem Foto auch wohl so darstellen. Jetzt, als ich das vorhin dann nochmal gesehen habe in der Aufnahme, würde ich sagen, nein, das war dann nicht so. Das haben die irgendwie mal umgebaut. Mag ich jetzt auch falsch liegen. Das Problem ist eben bei dieser Aufnahme, ihr seht das, es ist so schräg von der Seite. Man sieht eben leider nicht das gesamte Gelände. Das nur mal eben vorneweg. So, gehen wir mal ganz unten in die Aufnahme. Da seht ihr diese Flugabwehrkanone, wo ich nicht wusste, was das jetzt genau ist. Von der Größe her erinnert die wohl sehr stark an die 20 mm Kanone der Bundeswehr, die auch genutzt haben. Gut möglich also, dass wir da so ein Exemplar haben. Knapp unter dieser Kanone, da seht ihr noch eine Struktur und das ist so eine Nahsicherungsbefestigung, so eine Stellung, wie wir die auch immer mal wieder vorfinden auf gewissen Geländen, ob das ein SAS ist oder auch ein Munitionsdepot. Irgendwer hat da immer mal wieder so einen Bau hingesetzt. Oft sind das Individualbauten oder sagen wir mal so, die Belgier haben dann wieder was anderes gebaut als die Amerikaner und die Deutschen haben dann auch noch wieder was anderes gebaut. Das auf jeden Fall, würde ich jetzt sagen, ergibt sich aus dem Foto. Wenn wir rechts auf den Radarhügel mal schauen, welche Radargeräte da nun jetzt letzten Endes genau standen, welcher Typ das war, das ist eben auch schwer zu ermitteln, wenn man da nicht zu der Zeit in der belgischen Armee gedient hat. Wir nehmen halt einfach mal nur zur Kenntnis, dass dort eben der Radarhügel ist. Was ich da aber schon erkennen kann, ist, wir haben da eigentlich eine Stellfläche mehr, als die sich heute darstellt, beziehungsweise es geht eigentlich ein Stückchen weiter noch nach hinten. Dafür fehlt mir dort aber in der Darstellung eben dieser Hügel, wo ich gesagt habe, da könnte die IFF-Antenne gestanden haben. Vielleicht haben die Belgier diesen Hügel später sogar selber noch angelegt, vielleicht ist das aber auch irgendwie nach der Nutzung dahin gekommen als Aussichtshügel. Ich kann es nicht sagen. Es sieht auf jeden Fall alles ein bisschen baulich verändert aus. Wenn wir jetzt auf die linke Seite gehen, das erste Gebäude, was wir da sehen, das müsste ein Generatorengebäude sein, und zwar für die Alpha Section. Dahinter befindet sich das Bereitschaftsgebäude, das heißt also das, was wir von der Stirnseite sehen und was dahinter noch so quer steht, das müsste das Bereitschaftsgebäude sein. Ihr seht dort ebenfalls eine ziemlich hohe Antenne. Könnte Richtfunk gewesen sein, da die unterschiedlichen Stellungen ja auch mit Richtfunk untereinander wiederum verbunden waren. Das vierte Gebäude, was sich da so leicht schräg darstellt, das dürfte die Raketenmontage gewesen sein. Das habe ich euch im Video ja aber auch schon dann entsprechend markiert. Und dann haben wir dahinter noch ganz knapp zu erkennen das Generatorengebäude für die Bravo Section. Das war zunächst jetzt alles, beziehungsweise ich muss sagen, ich habe ja absolut nicht geskriptet, ich mag das hier alles so frei nach Schnauze.
Das war jetzt alles, was wir da so auf dem Bild zu sehen haben oder sehen können. Wir sehen auch noch eine Kfz-Abstellfläche auf jeden Fall, wo so ein Halbrund, so ein Tarnnetz im Halbrund angebracht ist. Da steht ein LKW drauf. Was genau der LKW da jetzt gemacht hat, keine Ahnung. Wo die Gefechtsstandsfahrzeuge dort standen, das kann ich auch nicht sagen. Auf dem Bild allgemein, muss man sagen, steht ziemlich viel rum. Das wird wahrscheinlich während einer Übung aufgenommen worden sein. Weil solche Bilder, wenn man die dann schon mal den Aufwand betreibt, dass man so etwas fotografiert, dann möchte man natürlich auch zeigen, wenn man da, sage ich jetzt mal, voll aufgestellt ist, wie dann so eine Hawk-Stellung zu dem Zeitpunkt aussah. Ich hoffe, nochmal, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Kommentar da, gebt mir gerne ein kostenfreies Abo. Ihr könnt mich unterstützen mit einer Kanalmitgliedschaft. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und ciao.